Mein Name ist Dirk Bechmann. Ich möchte Ihnen heute gerne zeigen, wie man ein MUG Easy Plus in Betrieb nimmt, wie er bei Ihnen ankommt, wie er angeschlossen wird, einfach um zu demonstrieren, wie schnell und wie einfach das geht. So, da wollen wir doch den MUG Easy Plus einmal auspacken. Sie brauchen also nicht irgendwelche Messer oder Werkzeuge. Stressfreie Verpackung nennen wir das. Und da gucken wir mal, was da uns alles entgegenkommt. Also hier haben wir einmal den Quick Start Guide, wo alles Wichtige gleich zu sehen ist für den Anschluss des Gerätes. Wir haben einmal die beiden Antennen, einmal für OMS, also WM-Bus, und einmal für LTE. Und wir haben natürlich den MUG Easy Plus. Hier in dieser sehr sicheren Spannfolienverpackung. So, da ist alles, was Sie vorfinden, wenn Sie auspacken. So, dann möchte ich jetzt gerne mal die Schnittstellen erklären, die wir am Gerät vorfinden. Wir haben einmal an der Front die beiden SMA-Buchsen, einmal für LTE und einmal für WM-Bus. An der Oberseite befindet sich die Ethernet-Schnittstelle, ausgeführt als RJ45. Dann haben wir hier die 3 S0-Schnittstellen. An der Unterseite haben wir einmal die Spannungsversorgung für 230 Volt. Wir haben RS485 die Schnittstelle. In der Mitte ist die M-Bus-Schnittstelle und hier ist das Digital Output. So, da möchte ich mal demonstrieren, wie das Gerät jetzt für die Inbetriebnahme nachher und zum Vorführen der Parametrierung, wie wir das anschließen und was wir alles anschließen. Ja. So, die Schnittstellen sind jetzt erklärt, angeschlossen haben wir auch. Jetzt sind wir soweit, dass wir uns mit dem MUG Easy Plus verbinden wollen. Dafür haben wir genau 2 Möglichkeiten. Wir können das einmal über die IP-Adresse machen, die dem Gerät zugewiesen ist, standardmäßig. Oder aber wir können es mit unserem Tool NetDiscover machen. Das ist so schön einfach. Deswegen werden wir das jetzt auch benutzen. Und da möchte ich jetzt an Herrn Osse übergeben, der Ihnen das erklärt. Ja, weiter geht's. Genau. Also, mein Name ist Erik Osse. Ich bin im technischen Support der Solvimus tätig. Vielleicht hat man sich schon mal im Supportfall oder so gehört. Legen wir los. Wo bekomme ich das Tool NetDiscover her? Also einmal auf die Website von Solvimus gehen, solvimus.de, Produkte, Downloads. Und dann finden Sie unter Software einmal das Tool für Linux und für Windows. Dann einmal herunterladen, installieren und öffnen. Dann schaut das Ganze wie folgt aus. Genau, aber wofür brauche ich das jetzt bei meiner Inbetriebnahme? Ja, bei einer Inbetriebnahme will ich eigentlich erstmal Zählerdaten ranbekommen und das Gerät erstmal so parametrieren, bevor ich es vielleicht auch ins IT-Netz mit einbinde. Ja, also was mache ich? Bin vor Ort, Service-Rechner, Ethernet-Kabel und direkt an den MUG. Easy Plus in dem Fall. Ja, und dann will ich das Gerät konfigurieren. Ja, erstmal vorab. Es ist keine externe Software irgendwie notwendig, um das zu parametrieren. Das Gerät hat einen Webserver integriert und Sie kommen mit der IP-Adresse drauf zum Konfigurieren. Ja, also müssen Sie lediglich die Adressvergabe oder die Adresseinstellung am Rechner oder am Gerät durchführen. Ja, am einfachsten ist es am Gerät und das können Sie aber nicht ohne dem NetDiscover-Tool. Was müssen Sie machen? Sie müssen den Rechner anpassen und ja, mit dem NetDiscover-Tool geht's einfacher. Ich passe einfach den MUG Easy Plus an, ja, gehe in die Net-Configuration rein, sage DHCP-Server oder mache eine manuelle Adressvergabe, bestätige das mit dem Admin-Passwort, das muss bekannt sein. Standardmäßig, die Daten sind auch auf dem Beipackzettel dabei. Ja, und schon habe ich das Gerät entsprechend angepasst, ja, oder anpassen lassen durch den DHCP. Das ist es. Ja, so kommen Sie da schnell auf das Gerät drauf. Und das Tool kann natürlich noch ein bisschen mehr. Dazu gibt es schon ein Video und das können Sie sich gerne unter dem eingeblendeten Link direkt anschauen. Ich kann jetzt mit Rechtsklick und Web meine Konfigurationswebsite öffnen.
Ja, Sie werden jetzt also auch in den nächsten Schritten sehen, wie viel man hier einstellen kann. Das ist aber gar nicht das, was wir Ihnen jetzt zeigen möchten. Wir wollen also das Nötigste nur vorführen, dass Sie einen Begriff davon kriegen, wie schnell und einfach lässt sich das Gerät in Betrieb nehmen. Also wir gehen jetzt nicht auf alles ein, was man einstellen kann, nur aufs Nötigste. Genau. Und nach dem Einloggen sehen Sie den Tab General. Hier können Sie quasi den MUG Easy Plus benennen und bestimmte Zeitserver-Konfigurationen durchführen. In der Erstinbetriebnahme, was wir jetzt gerade vorführen, ist das eigentlich nicht notwendig. Ja, als erstes will ich mich darum kümmern, meinen angeschlossenen Zähler oder meinen angeschlossenen Bus auslesen, weil das ist der Kern meiner Inbetriebnahme, Zählerdaten ranzubekommen. Ja? Und dazu gehe ich eigentlich als erstes immer in den Tab Configuration. Sie sehen hier einige Parameter und auch vorkonfigurierte Parameter. Im oberen Teil Readout Cycle, Mode und Cycle können Sie auswählen, wie häufig sollen denn meine Zähler ausgelesen werden. Ja, standardmäßig auf viertelstündlich, kann hier angepasst werden in verschiedene Intervalle oder Stichtagsauslesungen. Ich würde es jetzt hier beim Standard belassen. Also jede Viertelstunde werden meine Zähler ausgelesen. Eine weitere wichtige Konfiguration, die Sie tätigen müssen, ist, wird primär gescannt oder sekundär. Beim Imbus gibt es 2 Adressierungsmöglichkeiten mit der Sekundäradresse der Seriennummer oder der Primäradresse. Die muss extra konfiguriert werden, muss hier vorher eingestellt werden, wie soll der MUG Easy Plus nach den Geräten suchen. Ich belasse es auf Secondary Scan, weil das immer funktioniert. Eine Seriennummer ist immer vergeben bei einem Zähler. Das ist das Gute und Einfache am Secondary Scan. Und dann kommen wir zu den unteren Parametern. Die Bautrate 2400, standardmäßig Mbus, kann hier eingestellt werden, muss aber auch nicht verändert werden. 2400 passt fast immer. Und verschiedene Timeouts, die auch so nicht weiter angepasst werden müssen. Genau. Das ist es. Ja. Und ich würde jetzt in den Tab Meter wechseln und das Ganze mal durchführen. Sie sehen jetzt hier schon einige Wireless Mbus Zähler. Der MUG Easy Plus hat eine Wireless Mbus Schnittstelle. Wir haben auch die Antenne, wie eben im Video gesehen, angeschlossen. Dadurch empfange ich hier natürlich auch einige Zähler, die hier angezeigt werden, mit Daten oder ohne. Da müsste gegebenenfalls ein Schlüssel eingetragen werden. Ich drücke jetzt auf Scan. Oder möchtest du noch was sagen, Dirk? Naja, ich hätte jetzt vielleicht am liebsten gesehen, dass erstmal die Zählerliste leer ist. Und wir können dann zeigen, wie wir jetzt scannen und wie dann die Zählerliste gefüllt wird. Genau, also das ist halt standardmäßig Wireless Mbus. Das Gerät ist Wireless Mbus fähig. Deswegen werden die Zähler halt auch angezeigt. Das ist aber auch deaktivierbar. Und zwar im unteren Segment WMBus Listen bedeutet, ich empfange keine Wireless Mbus Zähler mehr. Den Haken kann ich rausnehmen, kann speichern und meine Liste leeren, damit ich erstmal eine leere Liste vorliegen habe. Das ist aber typisch Wireless Mbus, weil die Zähler dort senden und nicht auf Anfragen eines Masters warten. Deswegen erscheinen hier einfach alle Zähler, die senden. So. Genau. Leere Zählerliste, bist du zufrieden da? So gefällt mir das gut, weil So da können wir gefällt- jetzt schön zeigen, wie wir scannen können erstmal. Genau. Also, hier ist der Scan-Button. Wenn ich jetzt Scan drücke, geht der Sekundär-Scan los. Ich drücke hier einmal drauf. Sie sehen gefundene Zähler, bei welche Seriennummer der gefundene Zähler hat. Und Sie sehen den Fortschritt hier. Sie sehen schon, found 0, 10, 13, irgendwas. Ja, erster Zähler gefunden. Und genau, das lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen. Ja, und das geht jetzt hier relativ schnell. Man braucht aber schon auch mal, wenn das größere Busnetze sind, braucht man da auch ein bisschen Geduld. Das kann auch mal eine Viertelstunde dauern oder 20 Minuten, wenn da viele Zähler dranhängen. Und hier sind jetzt meine Mbus-Zähler. So, und das ist es doch. Einfach anschließen, Scan
und die Zähler sind angelegt. Es ist alles Wichtige zu sehen. Und jetzt kann man hier noch ein paar Dinge hinterlegen, die für Sie wichtig sind. Und das ist doch, also über den Scan-Button finde ich, was Besseres gibt's doch da gar nicht. So, wie weit sind wir jetzt? Also, wir haben die Zähler angeschlossen, wir haben gescannt, wir haben die wichtigen Einstellungen für den Scan vorher vorgenommen. Und jetzt, was fehlt noch? Wohin kommen meine Daten? Und das wird jetzt im Tab Server eingestellt und das erklärt Ihnen jetzt der Herr Osse wieder. Genau, wieder mein Part. Im Tab Server kann ich alles einstellen, was damit zu tun hat, wie ich jetzt die Daten in einem Drittsystem verfügbar mache. Ich konfiguriere jetzt einfach einen Report, der an einen FTP-Server eine CSV-Datei sendet, weil das aus meiner Erfahrung aktuell das meistverwendetste ist und es sich gut realisieren lässt. Ich gehe auf Report Mode, wo ich auswähle, mit welche Schnittstelle ich dafür verwende, welches Protokoll ich verwende, um die Daten auszutauschen. Okay, trotzdem möchte ich ganz kurz unterbrechen. Sie sehen jetzt schon an den Auswahlmöglichkeiten, was der MOOC hier alles drauf hat. Also nicht denken, bei FTP hört bei uns die Welt auf. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Ganz neu zum Beispiel MQTT. Aber das nur nebenbei. Genau. Gut, dass es der Kollege erwähnt hat. Hier sehen Sie nämlich auch einen User Report Mode. Es ist auch möglich, wenn hier etwas nicht dabei ist, wenn Sie eine andere Übertragungsmöglichkeit suchen oder haben möchten oder die Anwendung haben, wir können es realisieren. Kontaktieren Sie mich im Support oder den Herrn Bechmann im Vertrieb. Da können wir Anforderungen aufnehmen und können Ihren individuellen Report auch gestalten. Sehr gut. Ja, jetzt muss ich hier trotzdem weitermachen. FTP Passive stelle ich jetzt hier ein. Wähle das Format noch aus. Sie sehen, da steht relativ viel. 3, 6, 7, 8, 9, das sind quasi Protokollversionen im Handbuch, was Sie jederzeit unter Help öffnen können. Finden Sie dazu auch Erklärungen. Ich nehme jetzt standardmäßig eine CSV-Protokollversion 3. Könnte auch hier wieder User wählen, also auch hier sind benutzerspezifische Formate möglich. Ich stelle ein, wie häufig möchte ich meine Daten senden und am meisten wird ja eigentlich eine Tagesdatei gefordert. Ja, ich kann jetzt hier Stichtagsreports einstellen, also einmal täglich wie viel Uhr, ja, können Sie hier einstellen. Ich lasse jetzt einfach mal einen täglichen Report von 0 Uhr. Und jetzt geht's an die Konfiguration. Wie sieht mein Server aus? Welche Adresseinstellung hat der? In meinem Beispiel nehme ich jetzt einfach einen anderen MOOC, der auch einen FTP-Server bereitstellt. Und ich möchte jetzt einfach mal Daten auf diese Adresse hochladen, die 3.25, 192.168.3, ja, Punkt 3.25. Ich möchte dafür den Standard FTP-Port 21 verwenden. Nebenbei, es geht auch SFTP und FTPS. Auch dazu steht einiges im Handbuch. Gern auch da mal nachschauen. Wir nehmen jetzt hier die unverschlüsselte Variante FTP. Ein Verzeichnis muss ich noch auswählen. Und zwar dieses. Und dann muss ich einen User vergeben, der sich dort auf dem Gerät einloggt und die Dateien hochlädt. Das ist der Admin-User in dem Fall. Und das ist die Konfiguration, die jetzt individuell bei Ihnen anders ausschaut. Soll für meinen Test aber einfach mal reichen. Und mehr gibt's hier nicht zu konfigurieren. Dann bleibt mir nur noch, mich für Ihr Interesse zu bedanken. Danke fürs Zusehen. Bestimmt sehen wir uns in einem unserer nächsten Videos wieder. Dankeschön.